that the killing. So I was feeling like that's not fair on them, or why would God do that, or if Israel do something like that. Of course, He punished them, but not like completely destroy them. So I felt the scale of judgment in my side wasn't really balanced, but at the end of the Old Testament, I come to realize that there was an equal judgment on both the nation that God was punishing and also the Israelites, and there was much more grace also for all the nations around them. So God was being just to the other nations. I think this was really hard to accept, but I come to that conclusion. Also ich habe vom Alten Testament, wusste schon viel, aber ich war dann immer mit der Frage da, warum so viele Völker hier auch vernichtet werden oder so viele Leute sterben müssen. Und dann schien es mir oft auch unfair oder ungerecht, wie Gott mit Israel umgeht, die auch ständig untreu sind oder auch Sünden begehen und andere Völker dafür vielleicht sogar mehr leiden als Israel. Aber am Ende habe ich gesehen, dass Gott ein gerechter Gott ist und Gott auch Gnade walten lässt anderen Nationen und Völkern gegenüber und dass es ein gerechter Gott ist, wie er das macht. Ja. And my question in the book of Mark is about they asked some of the questions I have already, so that's good. The other one is about when Jesus casted out the demons out of the man that had legion, they pleaded that they should be sent to cast it into the pigs. And for me, I was like, well, it's a good thing that this guy get free, but Jesus completely bankrupt someone's business, because the Bible says it's about 2,000 pigs, and they all went into the water and they got drowned. Of course, I understand that the value of the person is more than the 2,000 pigs, but at the same time, this is someone's business that Jesus destroyed, and we don't have any other story that says God refund, paid back, whatever. So I was just curious to know why. Für mich, und dann habe ich eine Frage zu dieser Heilung von dem Mann, der mit der Legion heißt, oder die Legion in sich hat. Und dann die Frage, dann sind die zwar alle in die Schweine gefahren und dann sind 2000 Schweine dabei ums Leben gekommen. Und dann hat Jesus den Mann heil gemacht. Und ich verstehe, dass der Wert eines Menschen höher ist als der Wert von 2000 Schweinen. Und trotzdem wurde ein Mann hier bankrott oder er ist halt pleite gegangen, weil seine ganzen Schweine tot waren am Ende. Und wir hören nichts danach über diese Geschichte. Das ist für mich auch eine interessante Frage. That's a good question. I wouldn't feel too sad if it's really one man that owned those. He was kind of rich, but still, it's a good question. Yeah, I feel like why in all the world did those pigs not need to die for? Also eine gute Frage auch, warum mussten diese Schweine jetzt sterben? Wahrscheinlich war der Mann relativ reich, der die 2000 Schweine hatte. Okay. Cool. Yes, I am Paloma from Switzerland, and I think special about me is I am very direct and honest. And what surprised me about the Old Testament was that the prophecies, only 2% or less were not or are not fulfilled. And I thought there were so many that would still come. I have many questions about Mark, but one is, for example, when Jesus cursed the fig tree that had leaves but no fruit, and it is even written that it's not the time for fruits. So why, Also für mich, ich bin die Paloma aus der Schweiz und ich bin sehr direkt und sage meine Meinung. Für das Alte Testament war für mich interessant, soll ich das nochmal ganz kurz? Was war? Das nur 2% der Population nicht genau. Sorry, mein Faden war gerade weg. Und im Neuen Testament, in Markus, da geht es um die Geschichte von diesem Feigenbaum, wo Jesus den verflucht hat, obwohl eigentlich gar nicht die Zeit war für die Feigen, für die Früchte, und trotzdem hat er den verflucht. Ja, okay.
There is an answer for that one. Gibt es auch eine Antwort dafür? Well, some of those questions are easier to answer than others. So, Manu, magst du auch? Oh, ja. Ich muss jetzt ganz spontan. Okay. My name is Manuel. Not spontan, and why would I think something unusual about me is that I mostly speak Portuguese with my daughter, which is like my fourth language or something. But it's my favorite language to speak with her, and because that's the language that we got to know each other. My favorite language with my wife is English, and still, German is still very special. Mother tongue is still something that you feel attached to. The Old Testament. Ich übersetze es, da kannst du nachdenken. Ich bin der Meinung, und was ungewöhnlich ist für mich, ist, ich spreche mit meiner Tochter immer Portugiesisch. Das ist die Sprache, wo ich mich am nächsten mit ihr fühle. So haben wir uns auch kennengelernt. Mit Chissi spreche ich am liebsten auf Englisch, aber auch die deutsche Sprache ist mir eine sehr liebe Sprache. I think Old Testament, I love the connection between the beginning and the end in the New Jerusalem. And there's so much terrible things that happen in between, also towards God, towards His heart. People who have to die, who run into their own judgment. And I was talking about this with Miriam the other day at the lake, and to imagine that what I've heard is like the end must be so amazing that for God it was worth it all. But the cost, the price that He had to pay through the Old Testament, and then also in bringing the solution with Jesus, it's just incredible. Für mich immer wieder interessant ist, wie die Bibel anfängt, die Geschichte am Anfang und aber auch zum Ende die Parallelen da, diese Verbindung und wie Gott das alles ihm auch vielleicht wehgetan haben muss, was da alles passiert ist, welche Kosten es da gab und wie er auch seinen Sohn gegeben hat, um es wiederherzustellen. Ja? Also er muss so viele Opfer bringen. Und trotzdem war es ihm alles wert am Ende, dass er diese Sachen eingegangen ist und geopfert hat. And the question about Mark, without having read it recently, it's more about the setting. I've heard a very strong case being made that it was written to people in a specific situation, and I'm looking forward to hear your view about to whom was it originally written, and also, I don't know how deep you're going to go into this, but whether it was possibly the first gospel or not. Für mich geht es eher um die Umstände für Markus. Also ich habe gehört, dass es ganz spezifisch an ein Publikum geschrieben wurde, an Empfänger geschrieben wurde. Da würde ich gerne hören, was du dazu zu sagen hast, ob das so auch stimmt. Und genau. Yeah, I've just heard different things about it. I'm looking forward to see what you feel about it. Okay. Und dann, ob das wirklich das erste Evangelium ist, was geschrieben wurde. I could answer that question with certainty. I would win the Nobel Prize. Wenn ich die Frage wirklich auch beantworten könnte und auch Beweise dafür hätte, würde ich den Nobelpreis gewinnen. I think so. Okay, yeah, well, we haven't talked about the synoptic question on this Matthew at all. Habt ihr die synoptische Frage mal angesprochen, Matthäus? No, looks not like that. Okay, we'll talk later. Das kann ich kurz mit erwähnen. Welches Evangelium dann geschrieben wurde? Raimi. Mein Name ist Remedius, ich komme aus Landsberg und ich arbeite auf unserem Bauernhof in der Nähe zwischen Landsberg und Ammersee, auf einem Biobauernhof. Und warum ich hier bin, ich habe eine Schulterverletzung und jetzt kann ich halt hier eine Schule besuchen. I'm Remedius from Landsberg. I work on a farm between Landsberg and Ammersee, and I hurt or injured my shoulder, and because of that I can be here in the Bible school. Und was Außergewöhnliches ist vielleicht, dass ich 2 Stipendien mal gekriegt habe. Eine für USA und eine für China.
Was hast du Ich bekommen? habe mal 2 Stipendien gehabt, Ah, ja. eine für die USA und eine für China Mhm. zum Studieren Mhm. und dass ich zum Segeln gehe. Zum Als Segeln. Landwirt. Zum Segeln. Ja, als Landwirt zum Segeln. Als Landwirt zum Segeln. Dass er gerne segelt. I know. Okay. A couple of things that are unusual for me. I like to sail, and the other thing is that I received a scholarship to study in either China or in the United States. Hast du in China oder der USA studiert dann, oder? Ich habe in den USA halt mein Highschool-Diplom gemacht Aha. und in China war ich ein halbes Jahr in der Marketingabteilung. So I did my high school degree in the States, and then I went to China and did work there for half a year. Und von Marc, das, was mich ein bisschen wundert, ist, dass der so kurz ist gegenüber Matthäus und warum die Bergpredigt da nicht erwähnt wird im Markus. Interesting for me, or the question is, why is Mark so short as a gospel compared to Matthew, for instance, and why the Sermon on the Mount is missing Wenig, or not mentioned? wenig reden in Mark überhaupt. Ja. Ja. There's very few speeches in the Gospel of Mark. Und das Alte Testament gefällt mir, weil man muss an Gott dranbleiben, sonst kommt man in Trouble. I like the Old Testament because it teaches you need to stay close to God, otherwise you get in trouble. You know. Yeah, my name is Binu Alexander from India. Can you tell us anything unusual about you? What's unusual? Unusual. No, made special. There must be something unusual about each one of us. Wir sind alle besonders gemacht, also muss auch etwas ungewöhnlich sein an uns. To be honest, to be here in a Bible school is pretty unusual for this world. Okay, we don't know anything unusual. What stuck out to you? What's surprising in the Old Testament? Was war für dich besonders im Alten Testament? Was ist für dich herausgestochen? I know I've read it a few times now too, but Yeah. Auch wenn du es schon ein paar Mal gehört und gelesen hast. Many times the response of the Old Testament people respond of the God's calling. Ganz oft, wie Leute reagieren, wenn Gott sie beruft im Alten Testament. Yeah. And some tend to be very positive, some tend to be kind of negative. Und bei manchen ändert sich dann oder entwickelt sich der Weg sehr positiv und manche reagieren natürlich sehr negativ. question about Mark? You have a question? Yeah. Yes, no, a question? Okay, you can keep thinking about your question about Mark. But before, I think Yes. I have a question Okay. for Mark. Because, or I don't know, I'm not sure, but every time when Jesus healed some people, he said, "Go, but tell nobody from your healing." And is that because he wants that other people see from mit eigenen, aber sie halt selber erkennen, dass der Messias ist? Oder warum? For me, the question when it comes to the healings, Jesus often tells the people, go and tell no one what has happened. Does he say that so people can discover things through their own experiences? Or why would he say that? That was one of Miriam's questions too, but it's a good observation there, especially in Mark, how often Jesus tells, do not tell anybody. Why not? Aren't we supposed to tell about it? Das ist echt eine gute Beobachtung, weil Jesus das sehr, sehr oft sagt in Markus. Sagt keinem, was hier geschehen ist. Und sollten wir das nicht eigentlich tun? Except in that story with the 2,000 pigs. Außer bei der Geschichte mit den 2000 Schweinen. And that there might be the clue to that question, but let's keep it
for that. Und da ist der Schlüssel auch für diese Geschichte, aber dann, das kommt ein bisschen später. I guess there is still coffee break at 10:30. This is still the law, the unchangeable law. I was thinking that would never be changed. Wow, how easy it is to change things here. But before I want to talk a little bit more about the Gospels as literature and talk a little bit more about the Gospel of Mark, I have a question for you that seems maybe very simple, but it's not as simple as it sounds. Bevor wir uns Markus genauer anschauen, auch den Literaturstil in Markus, habe ich eine Frage und die ist vielleicht, die ist einfach. It might seem simple, but it's not that simple. Also sie scheint vielleicht einfach zu sein, eine Antwort darauf zu finden, aber vielleicht ist die Frage doch nicht so einfach. What is the gospel? Was ist das Evangelium? And I want you to take 5 minutes and write something briefly down. Think of somebody comes from Mars that has never ever heard anything and try to explain very briefly what is the gospel. Nehmen wir doch kurz ein paar Minuten. Ich gebe euch die Minute. Schreibt dir mal auf, wie du beschreiben würdest, was das Evangelium ist. Wenn jetzt jemand aus dem Mars kommt zu Besuch, der noch nie etwas davon gehört hat, was würdest du dem erzählen? Well, let's maybe not get to the Mars story because you need to really start from everything. But yeah, what is the gospel? How would you try to explain to somebody what is the gospel? Ja, also nicht so ganz zum Urschreiben zurückgehen, aber einfach, hey, was würdest du jemandem erzählen, der das nicht kennt? Was ist das Evangelium? And try to write it down in a few sentences. Schreibt einfach ein paar Sätze dazu auf. Ja?
One more minute. Eine Minute noch. Okay, somebody bold enough to share with us? Traut sich jemand, es uns mitzuteilen? Ja, Ja, ich weiß. ja. The gospel is God's answer to a fallen world. Das Evangelium ist die Antwort Gottes auf eine gefallene Welt, In which he himself intervenes or enters to redeem humanity. wo er selbst hineintritt, um die Menschheit wiederherzustellen. It contains narratives about Jesus to get to know him, Da gibt es Geschichten über Jesus, um ihn besser kennenzulernen. and also sermons or teachings with many parables from Jesus, so we understand God's character and his will for our own life. Und auch, Unterricht oder Lehre darüber, wer Jesus ist, dass wir ihn kennenlernen können für unser eigenes Leben. It helps us to become more like Jesus Das hilft uns, dass wir Jesus ähnlicher werden, and therefore get closer to God again. um dadurch auch Gott näher zu kommen oder wieder näher zu kommen. Okay, thank you. Ja. Ja. Sehr gut. Das beziehungsweise die Evangelien zeigen das Leben und Wirken von Jesus und seinen Jüngern. The gospel shows the teaching and the deeds and the teaching of Jesus and his disciples. Es soll uns zeigen, wie wir als Christen leben sollen. It's supposed to show us how we're meant to live as Christians. Wie zum Beispiel das wichtigste, beziehungsweise die zwei wichtigsten Gebote, du sollst Gott deine und so weiter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. And for instance, also the two most important commandments to love God and to love with all that you have, and to love your neighbors as you love yourself, Und zum Beispiel die Bergpredigt. as well as the Sermon on the Mount. I put it this way, it's the oxygen or gift of life from God to a dead world that needed life. Es ist wie das Sauerstoff oder das Geschenk von Gott an die Menschheit, oder um das Leben oder das Geschenk des Lebens zu erhalten. Even though many don't realize that they need that, Obwohl viele gar nicht bemerken oder gar nicht wissen, dass ihnen das fehlt. and the gospel is to bring people back to God, to the original relationship that God intends with humanity. Und das Evangelium ist auch da, um die Menschen wieder zurückzubringen zu dem ursprünglichen Plan, den Gott mit der Menschheit hatte. And how He intended us to live together, and the gospel teaches us how that should happen. Und in den Evangelien lernen wir auch, wie wir miteinander leben sollen. Okay. I feel like it's a good question to ask occasionally. Das scheint mir, als wäre das wirklich eine gute Frage, die wir immer wieder mal stellen sollten. I recently was listening to a teaching, Ich habe vor kurzem eine Lehre mir angehört. and the professor that was teaching, he was asked to preach about where is the gospel in the Gospels. Und dann ist dieser Professor, der unterrichtet hat, ihm ist eine Frage gestellt worden, wo ist denn das Evangelium im Evangelium? Because we often have a certain short answer what the gospel is, but then you read the Gospels and you feel there's so much more in the Gospels than that. Und wir haben oft so eine Kurzantwort darauf, wie wir das Evangelium verstehen. Und dann liest du das Evangelium und dann merkst du, hey, da ist so viel mehr drin als mein kleines Verständnis für was das Evangelium ist. And Mark himself starts like this is the gospel of Jesus Christ. Und Markus fängt auch so an, da steht hier geschrieben, und dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, The Son of God, der Sohn Gottes. which is a fascinating beginning. Und das ist ein wirklich faszinierender Anfang.
So what he says, what is following here, this is all gospel. Und was er damit sagt, ist, dass alles, was jetzt danach folgt, das Evangelium ist. Jesus' life, Das Leben von Jesus and of course Jesus' death and resurrection, which is very central. I think we understand that as Christians. und natürlich auch der Tod und die Wiederauferstehung sind sehr, sehr wichtig und das Verständnis haben wir auch als Christen. But what Mark does, and what you've seen in Matthew as well, Und was Markus hier macht, das habt ihr ja auch in Matthäus schon gesehen, he puts Jesus in the larger story of Israel. er stellt Jesus in die große Geschichte Israels hinein. God's gospel doesn't start with Jesus, really. God's gospel doesn't start with Jesus. Das Evangelium von Gott beginnt nicht mit Jesus. The good news starts right after the fall, when God actually promised there will be a solution. Sondern die gute Nachricht fängt schon da an, nach dem Sündenfall, wo Gott sagt, ich habe eine Lösung hierfür. And in the calling of Abraham, Kommt mit der Berufung von Abraham. that God enters into a relationship. I think you had that. Gospel has to do with relationship with God. Dass Gott eine Beziehung eingeht. Und im Evangelium geht es darum, dass es um eine Beziehung mit Gott geht. And Israel lives that now for the rest of the world to see. Und Israel lebt das jetzt aus, damit der Rest der Welt das sehen kann. How a relationship with God could work. Wie kann denn Beziehung mit Gott aussehen? Wie kann die funktionieren? And we then read that Israel fails in that great calling of show the world who God is. Und dann lesen wir, wie Israel versagt, diese große Berufung auszuleben, diese Berufung, die eigentlich zeigen soll, wer Gott ist. At least it looks like Israel is failing. Zumindest schaut es so aus, als würde Israel hier versagen. But once we come to the gospel, we will see that the true Israel is not failing. Aber wenn wir dann zum Evangelium kommen, sehen wir, dass das wahre Israel nicht versagt. And that's quite an interesting emphasis that Mark has as well. Und es ist eine interessante Betonung, die Markus hier gibt. You talked last week about Matthew and the emphasis to a Jewish community and how Matthew shows the Jews that Jesus truly is the fulfillment. Und habt ihr letzte Woche über Matthäus gelernt, auch gelernt, wie Jesus die Erfüllung ist für diese Erwartung, die die Juden haben, dass Jesus der Messias ist. But interestingly enough, Mark has that same emphasis. He connects the Jesus story to the larger Israel story. Aber Markus hat nämlich die gleiche Betonung hier. Er verbindet die Jesus-Geschichte zur Israel-Geschichte, zur großen Geschichte. Although, and we'll talk about who it's written to, although he writes predominantly to a Gentile audience in Rome. Obwohl er eine andere Empfängerschaft hat und er schreibt nämlich an die heidnischen Leute in Rom. But even for those Gentiles, it was important to understand that they are now part of that larger story of Israel. Aber für diese Leute in Rom ist es ganz wichtig, zu dieser großen Geschichte zu gehören. Sie sind damit eingeschlossen. And so he starts his gospel right away with a quote from the Old Testament and connects it back. Und so beginnt er auch seine Geschichte, sein Evangelium mit einem Zitat aus dem Alten Testament, um die Verbindung herzustellen. It's a very fast-paced beginning of the gospel. Und das ist auch ein ganz schneller Anfang hier für dieses Evangelium. Mark is anyway a very fast-paced gospel. Und das Evangelium von Markus hat einen sehr schnellen Verlauf. One of the most repeated word in that gospel is immediately. Und ein Wort, was ständig wiederholt wird, ich weiß gar nicht, wie es in Deutsch, alsbald? Ja, alsbald. Wird immer wiederholt. There's an urgency in that gospel that this is so important. Da ist fast ein Drängen in dieser Sprache, wie er sich ausdrückt. Es ist etwas Eiliges hier, was er erzählen möchte. So I want to look with you in those, especially